Nein, weiß ich nicht. Wissen tue ich nicht mehr. Dass man alle Enden irgendwie zusammenhält und schaut, dass das große Ganze funktioniert. Mental Load meint die mentale Last in und für die Familie. Wie beispielsweise Geburtstagsfeiern organisieren, den Wocheneinkauf planen, an Geburtstage von Freundinnen denken, für Schulausflüge der Kinder die Rucksäcke packen. Mental Load meint die unbezahlte Denkarbeit und das sich verantwortlich fühlen. Auch die Frauen in erster Linie. Definitiv mehr Frauen. Ja, das machen meistens Frauen. Bei mir in der Kindheit ist alles an meiner Mutter gehangen. Ich glaube, dass alle beeinträchtigt sind, weil das Leben sich ja generell um 180 Grad dreht und niemand mehr einen Freiraum hat. Das macht für Männer das schwieriger und für Frauen. Es hat sich gezeigt, dass Frauen einfach dann doppelt und dreifach belastet waren, weil sie neben ihrem Job halt auch alle anderen Dinge zu Hause schupfen mussten und die Kinder halt dann nicht im Hort waren oder betreut. Man sieht noch mehr, was an Spaltung in Gesellschaft schon da ist, an Armut, an Ungerechtigkeit. Das wird alles noch verstärkt. Und jetzt könnte der Staat, die Parteien eingreifen und was verbessern, tun es aber nicht. Es wurde ja nicht besonders viel geändert. Es hätte eine sein können. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir eine Krise brauchen, um was zu verändern. Es kann immer noch politische Entscheidungen geben, heute, die was besser machen. Frauen sind deutlich stärker als Männer von der Pandemie, von den ganzen Folgen der Pandemie betroffen. Und wir sehen das ja, das wohl bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Bereich der Arbeit, also der bezahlten, aber auch der unbezahlten Arbeit. Das heißt etwa im Bereich frauendominierter Branchen wie Pflege oder Handel haben sich ja die Arbeitsbedingungen enorm verschärft im Zuge der Corona-Krise. Gleichzeitig haben wir im privaten Haushalt mehr Arbeit dadurch, dass die Kinder eben nicht in der Schule waren, dass die Familienmitglieder alle zu Hause waren. Also das hat natürlich auch bedeutet, mehr zu kochen, mehr zu putzen etc. Und gleichzeitig sind dabei die Unterstützungsstrukturen, also die Großeltern oder öffentliche Einrichtungen, weggebrochen. Also die Arbeit hat sich quasi von beiden Seiten verschärft. Sie ist mehr geworden und bestehende Unterstützungen sind weniger geworden. Das hatte die Folge, dass zum Teil Frauen sich aus dem Erwerbsarbeitsleben zurückgezogen haben. Also beispielsweise eben mehr Teilzeit statt Vollzeit. Gleichzeitig aber ist natürlich der Druck gestiegen, der Stress gestiegen und damit längerfristig auch Krankheiten. Also wir sehen, dass Frauen gesellschaftlich unsichtbare Kosten tragen und in Krisensituationen eben vor allem ein Puffer sind, mehr sozusagen Folgen einer Krise, einer ökonomischen Krise abfedern für die anderen als Männer. Was ist dagegen zu tun? Wir müssen tatsächlich das System des Wirtschaftens verändern. Und das beginnt damit, dass wir Reichtum, dass wir Wohlstand anders verstehen als bis dato. Reichtum muss viel mehr als Reichtum sozialer Beziehungen begriffen werden, als Reichtum an Entfaltungsmöglichkeiten und weniger als mehr Konsum oder durch mehr Arbeit. Also wenn Sie sich durch die Corona-Pandemie stark belastet fühlen, wenn Sie sehr unter Druck sind, sich erschöpft fühlen, wenn Sie mit Frauen in einer ähnlichen Lebenssituation, mit ähnlichen Problemen in Kontakt kommen wollen, dann gehen Sie zu einer Frauenberatungsstelle. Sie sind kostenlos, sie sind sehr, sehr hilfreich, sie sind sicher in Ihrer Nähe. Zögern Sie nicht, wenn Sie Ihr Leben verbessern wollen und letztlich die Welt verbessern wollen.